Tada! Was geht ab? Ein letztes Mal frühstücken. Ein letztes Mal Frühstück in Kanada mit diesem unfassbar geilen Cold Brew. Stöck. Kostet die ganze Flasche so viel wie ein Starbucks. Aber Jungs und Mädels, es wurde sich auf jeden Fall schon einer reingestöckt hier am Morgen. Nee? Ja, ich bin heute wieder ganz witzig und top gelaunt, denn Frühstück steht an. Wir haben unseren letzten Morning Walk durch die kanadische Hood gemacht. War auf jeden Fall ganz nice. Jetzt müssen wir uns aber ein bisschen sputen, denn es ist 10 Uhr. In einer Stunde treffen wir uns zum letzten Training zusammen mit Antoine. Den habe ich auf jeden Fall sehr gern gewonnen hier über die Zeit. Cooler Typ, müsst ihr auf jeden Fall mal abchecken. Und jetzt gibt es noch hier den, ich sag's euch, was hat Alice da für Skills ausgepackt? Jetzt gibt es hier auf jeden Fall erstmal ein paar ordentliche Haferflocken. Alice zimmert sich noch den Reispudding rein. Dazu habe ich mir, wie in den letzten Wochen eigentlich immer, ich trinke meinen Whey nicht mehr als Shake. Hier haben wir, by the way, Designer Whey. Almond Coconut, Platz 2 in meiner Top 3. Platz 1 Cinnamon Zero, wisst ihr Bescheid. Platz 3 Caramel Dark Cookie Crumb. Habe ich mir das Ganze hier als so kleiner Pudding zusammengerührt. Und da schreit auch schon der Kühlschrank. Wenn man den zu lange auflässt, fängt der an zu bimmeln. Und dann, ja, lassen wir uns das Ganze schmecken und fahren ab ins Gym. Why everybody has this big fucking cup in their cars. It's an American thing, huh? Really? No. It's like, yeah. The gym. It's my client, man. Yeah. We have Antoine's shirt here. And to be as cool as Antoine, we decided. Well, for arms, you don't want sleeves. Cut it off. It would be a shame. For the gun shot. And this one is for the head. So Alicia, that's your one. Now we are ready. Da sind wir wieder. So schnell kann es gehen. Aus dem Gym, auf einmal am Flughafen. Und wie man es schon entnehmen kann, der Flagge sind wir auf dem Weg. Wir haben das Gepäck eingecheckt. Wir haben das Ticket ready. Und jetzt heißt es ab in die USA. Aber das hat der Deutsche im Handgepäck dabei. Da war erstmal Sicherheitscheck-in. Und jetzt können wir mal eine kleine Umfrage starten. Pausiert jetzt das Video und schreibt es in die Comments. Kommen wir damit durch? Wir haben unter anderem 2 T-Shirts. Und? Wir haben einfach den guten alten Reiskocher mit dabei, Freunde. Einfach Reiskocher dabei im Sicherheitscheck-in. Kann man mal machen. Und wichtig auch der Shredded Apple hier an der Seite. Ob das alles durch den Sicherheitscheck-in kommen wird, das werdet ihr in wenigen Sekunden fahren. Jetzt machen wir besser die Kamera aus, sonst kommen wir auf jeden Fall nicht in die USA. Seht her, wer es geschafft hat, ohne Probleme
durchmarschiert durch den Laden. Also wenn ihr mal mit dem Reiskocher fliegen wollt, ich habe den Test gemacht, ist es möglich. Gilt by the way auch für andere Sachen, Supplements und so, alles gar kein Problem, könnt ihr mitnehmen. Jetzt gibt es eine Mahlzeit. Im Auto gab es schon die erste, im Uber auf dem Weg zum Flughafen. Reispudding, ganz klar, wie immer nach dem Training. Und jetzt gibt es nochmal Rice und Chicken. Hab mir noch einen kleinen Salat rausgelassen. Bei Lice gibt es auch Chicken und Rice und Gemüse. Und ja, wir haben leider Verspätung auf den Flug nach New York. Big Apple, Baby. Eine Woche New York. Wird richtig, richtig cool. Ich freue mich drauf. Ich war noch nie da, aber die Spider-Man-Teile und die anderen Filme wurden sicher auf jeden Fall gepresst aus New York. Und ja, schauen wir auf jeden Fall mal, was uns erwartet. Auf jeden Fall werdet ihr live und mit in Farbe dabei sein, wie immer auf unseren Reisen. Dementsprechend sage ich guten Appetit und bis später. Der Koffer ist vom Band gerollt und meiner kommt dort dahinten schon. Das heißt New York, wir sind bereit. Jetzt hoffen wir nur, dass der Bob Cicciarillo nicht kommt. Gewinnen wir das Ding auch. Unschwer zu erkennen. The Miracle Bear und Hit the X-Koffer. Alice, wo bleibt mein Essen? Mach dir selber was. It's up to you, New York. Alice ohne Hose. Jungs, weggucken. Aber ich sag's mal so wie es ist. 8 Uhr. Der Bär ist schon auf den Beinen. Es war wahrscheinlich einer der wenigen Tage in New York, beziehungsweise in unserem Leben, wo ich vor dir wach war. Es ist ein herrlicher Tag. Was soll ich euch sagen? Ich war gestern Abend schon hyped, aber auch völlig fertig. Aber New York lacht. Spidey habe ich jetzt noch nicht gesehen. Hotel. Jetzt sprengt das Ganze rüber. Kaffeeladen. Stabil, da gehen wir rein. Da ist jemand happy, oder? Gab es mich heute mal auf. Es wird tatsächlich etwas zu süß, aber meinen heißgeliebten Cold Brew hatten die nicht mehr, deswegen. Für heute ist okay. Für morgen schauen wir dann mal. Nach getrunkenem Kaffee müssen wir uns jetzt ein paar Lebensmittel versorgen, denn wir haben ja den Reiskocher nicht umsonst über den halben Flughafen geschmuggelt. Deswegen sind wir jetzt hier bei Whole Foods und kaufen unter anderem Reis ein. Also Proteine sollten wir geschickt bekommen und haben natürlich auch jede Menge Whey dabei. Aber safe zu sein, kaufen wir jetzt mal ein und gucken, was wir am Ende alles am Start haben. Zweimal Reis, extra sustainable, organic, Jasmine Reis, Jasmin Reis. Ich muss jetzt auch keinen blauen Reis fressen oder sonst irgendeinen Reis, der anscheinend besser sein soll. Einfach weißer Reis, Jasmin Reis und gut ist. Man sieht in deinem Gesicht, wie lost du einfach gerade bist. Lost, kennt ihr das, wenn ihr in Supermärkten seid? Einfach diese Die Lidl-Struktur fehlt. Genau, die Lidl-Struktur, was da möglichst lange im Laden hält. Oder ich bin ja die vom Rewe gewohnt, wo ihr reinkommt, rechts das Gemüse. Walmart geht auch noch in den USA, aber hier bin ich komplett lost. Und was mir schon aufgefallen ist, oder uns, New York war es ja richtig in einem Rush. Wir beide so richtig, ja, jetzt lass erst mal einen Kaffee und von überall rennen die wie Ameisen völlig aufgedreht rum. Das ist alles um 8 Uhr morgens. Und ich sag's euch, in Berlin, da weht ein anderer Wind, aber das soll jetzt nicht Thema sein. Sieht richtig süß aus. Ja, ein süßer. Sehr ganz. Alice hat mich geprägt. Ne, wir sind hier an der Cereal-Station und ich habe hier so einen Puffed Rice gefunden. Der ist auf jeden Fall ganz stabil, denn
Yeah, you can go You're through. my favorite. Yeah, thank you. I was sorry. No, easy. You're my man. favorite. Thank You're my you, favorite. You should have won. Yeah. I don't like. I mean, I know he's We're your working friend. on it. I know he's your, you're the man. Thank you, Man. thank you. Thank you. Thank you for. Sorry, I interrupted. No problem. Ich habe den Faden verloren, aber ja, wir müssen ein bisschen improvisieren und deswegen sind wir hier in der Cerealienabteilung. Ich wollte eigentlich nur nach Reisflocken oder so gucken, die man nur mit so warmem Wasser anrühren kann. Habe ich jetzt nicht gefunden, aber ich habe den Puffed Rice gefunden. Das ist im Prinzip hier nur Reis und es hat 0 Fett, hat 12 Gramm Carbs auf die Portion. Easy, nimm mal mit hier auf jeden Fall. 3 Packen. Das da, Ja. das sieht einfach aus wie Fruit Loops. Ja, genau, hier gibt's Fruit Loops. Das sieht aus. Nee, aber was ich übertrieben feiere, muss ich halt schon sagen, dass da einfach übelst geiles, gesundes, cleanes Food, Sweet Potatoes, Chicken, Beef Balls, das kriegst du hier alles einfach an der frischen Theke. Halt so mit no excuses, also zur Not, wenn man mal nicht vorkochen kann, in Whole Foods gehen und sich hier eine Box voll machen. Das Ganze kostet abartig viel Geld, aber wer auf Prep ist oder sonst irgendwie safe sein muss, kann dir nichts falsch machen. Liedje, wie läuft's? Kannst du dir das vorstellen? Wenn's mal bei mir mit Bodybuilding nichts mehr ist. So Kassiererin? Perfekt. Okay, Das machst du auch sehr gut. danke. Wow! Mann! Dass ich das noch erleben darf. Der Nagel muss wachsen. Professionelle Frühstückszubereitung. 80 Gramm Puffed Rice Cereal, ihr habt sie vorher gesehen. Und 50 Gramm vom Design Away. Und eine Banane dazu. Und dann sollte das Frühstück komplett sein. Und natürlich einen der morgendlichen Beutel. Omega-3, UC2, Magnesium und Ashwagandha. Was geht jetzt ab hier? Jetzt hast du die Musik kaputt gemacht. Da geht's jetzt hoch. Empire State Building, wo auch schon King Kong seine Runden gedreht hat. Und? Mal da runter. Auf. Das ist viel zu tief. Guck mal, wie klein diese Autos da unten sind. Das ist geisteskrank auch. In welchem Stock sind wir gerade? 100. Da geht's noch höher. Und da oben kann man sich so runterstützen lassen. Siehst du das? Da oben? Ja, genau. Da lasse ich mich auf jeden Fall runterstürzen. Bewundernswerte Architektur hier in New York. Definitiv. Traust du dich drauf zu laufen? Ich bin schon lebensmüde hier, Alter. Die nimmt auch ihr Kind hier mit drauf. Ja, alles fürs Bild. Die haben es ja nicht mehr alle. Ich Alles- stell mich da nicht mehr drauf. Alles fürs So Insta. leicht. Ich hab doch keine Angst. Junge, die wiegen alle 60 Kilo, das sind alle Spargel. Das glaubst du eigentlich, wenn ich mich da drauf höre auf? Du hast nur Angst, dass ich reinstürze. Jetzt gibt es erstmal eine kleine Stärkung, nachdem wir da hoch in der Luft waren und schon ein paar Meter hinter uns hatten. Denn auch wenn wir unterwegs sind, müssen die Meals verhaftet werden. Und jetzt sind wir wieder im guten alten Whole Foods. Heute Morgen haben wir noch davon gesprochen. Jetzt sind wir selber davon betroffen. Unser Paket ist noch nicht angekommen mit den anderen Proteins. Unser Frühstück hatten wir schon. Und jetzt holen wir uns hier einfach unser eigenes Meal. Was es dann gleich gibt, das werdet ihr sehen. Aber die Bodybuilding-Experten schon wissen, was es gibt. Genau, richtig geraten. Rice und Chicken. Wir haben hier Chicken am Start. Circa 200 Gramm. Wir haben Reis am Start. Wir haben Gemüse am Start. Wir haben Ananas am Start, also hier zu Hause. Was haben wir bei der Alicia am Start hier? Lemon Chicken, Aha. Kimchi, Tomate, Gurke, Tuna, Bohne, alles. Alles am Start hier. Let's eat! Auch in New York wird Cardio vermieden, Freunde.
sein. Zu Hause wieder, zurück im Hotel. Was ist mit dem Bär passiert nach der Schale mit den Rice Cereals? Richtig, ich bin erstmal fett weggepennt. Dementsprechend ein bisschen verspätet, aber voll im Rahmen. Kurz nach 7 geht es heute mal in ein abendliches Training, und zwar eine Schultersession steht an. Leider können wir euch da jetzt nicht mitnehmen, denn in dem Hotelgym ist es nicht gestattet zu filmen. Wir haben vorhin mit dem Manager mal geredet und ihn gefragt, aber Regeln sind Regeln, muss man sich dann halten. Dementsprechend pumpe ich mir jetzt rein und wir sehen uns definitiv aber beim nächsten Video aus New York City wieder. Ihr wisst, wie ihr das Ganze unterstützen könnt. Aktuell läuft noch die ESN Week, bis zu 50% Rabatt, ist übertrieben krank, und wir haben das ganze Sortiment eben erst gerestockt, also es sollte noch was da sein. Könnt das Ganze abchecken hier, unter anderem Isoclear, Raspberry, mein absoluter Favorite, wisst ihr Bescheid, Isoclear, und viele andere geile Produkte mit Code Polacco. Die weißen Dosen hier, das sind More-Produkte, die könnt ihr euch auch reinziehen. Ich feiere zum Beispiel das Sleep Spray von denen extrem. Und das Ganze gibt es bei More Nutrition mit Code Alice hinter der Cam. Muss man auch mal Props geben dafür, was die alles hier ja, mitmacht und ja, wie wir hier zusammen Gas geben. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video aus New York. Ciao.